So langsam geht der Herbst in den Winter über. Die Wassertemperaturen nähern sich der 10 Grad Marke nach und nach. Das Angeln wird schwieriger und Tristan und ich haben uns nochmal eine richtige Herausforderung gegönnt. Wir haben uns jetzt eine Woche hier an ein 300 Hektar großes Gewässer zurückgezogen mit einem sehr übersichtlichen Bestand und das Wetter ist nicht gerade auf unserer Seite. Die letzten Wochen mit relativ konstantem Wetter und Luftdrücken und Windrichtungen aus Süd-Südwest sind jetzt durch. Was für uns auf jeden Fall schade ist, denn eigentlich ist das so ein Wetter, was man sich im Herbst auf jeden Fall wünscht. Ja, Wind aus West oder Südwest, meistens ein bisschen warm, meistens ein bisschen bedeckt und meistens ein bisschen Regen und meistens auch niedriger Luftdruck. Und das sind so die Fangbedingungen, mit denen man eigentlich gerne ans Wasser zieht. Jetzt haben wir einen ordentlichen Wetterumschwung auf jeden Fall hinter uns und stecken gerade noch mittendrin. Der Wind wechselt mal öfters, mal Nord, mal Ost, mal Nordost. Jetzt war es wieder kurzzeitig ein bisschen Süd. Luftdruck ist auf jeden Fall auf über 1030 gestiegen und das relativ zackig. Ja, schwierige Situation für uns. Alles keine Zeichen, die uns in die Karten spielen. Nichtsdestotrotz lieben wir solche Herausforderungen. Deswegen gehen wir das Ganze einfach mal voll motiviert an. Tristan ist überzeugt, dass wir hier einen rausholen. Wir sind hier noch nie blank von diesem Gewässer gefahren. Das heißt, wir kennen das Gewässer auch schon ein bisschen und werden hier auf jeden Fall jetzt nochmal einiges dazulernen. Ich bin ein bisschen skeptischer, was das angeht, ob wir hier einen Fisch rauskriegen oder nicht. Wird sich zeigen. Es liegen 6 Nächte Angeln vor uns und wir geben wieder alles. Die Anfangstaktik unserer Instant-Angelei gestaltet sich eigentlich immer wie folgt, nämlich Routen weit fächern, möglichst tiefen Varianten abstaffeln. Wir liegen jetzt mit unseren Routen zwischen 4 und 9 Meter und damit haben wir eigentlich erstmal eine gute Varianz drin und möglichst den Fächer groß weit aufmachen, dass man alle strategischen Kanten irgendwo beangelt, wo die Fische langziehen könnten. Ich bin ein Freund davon, weitläufig zu füttern, das heißt eher große Areale mit wenig Boilies jetzt zu versehen, um die Fische irgendwo auf ihren Zugrouten abzupassen und auf den Platz zu bringen. Und so versuchen wir jetzt einfach erstmal nach und nach uns den Fischen zu nähern, Nacht für Nacht unsere Erkenntnisse zu sammeln und dann irgendwie hoffentlich den einen, vielleicht auch 2 Fische hier rauszukurbeln. Das wäre schon ein großer Erfolg bei den Wetterbedingungen. Aber wie immer, das Wichtigste, dass wir Spaß beim Angeln haben und dass wir uns hinterher keinen Vorwurf machen können, wenn es nicht geklappt hat. Ja, die Nacht hat jetzt nichts gebracht, außer eine Brasse und irgendwie scheinen die Schnüre so ein bisschen verdreht zu sein, als wir die Route dann wieder zurückgefahren haben. Die werde ich jetzt beide nochmal frisch legen, ist auch nicht so weit von der Distanz, das passt schon. Und danach dann ab in den nördlichen Seeteil, wo wir auch noch eine Option hätten, uns hinzusetzen, falls wir moven wollen, um dann da ein bisschen Stellen zu suchen, gezielt Futter zu platzieren, auch nicht viel, um dann einfach nur in den Folgetagen kontrollieren zu können, ob es dann angenommen wurde oder ob es dann auch liegt. Und wir danach dann ausloten können, wo wir uns vielleicht hin verpieseln wollen, wenn dann hier nichts geht.
gemacht haben wir bisher Stellen beangelt, die nicht alle das gleiche Muster haben, sondern unterschiedliche Muster ansprechen, die für Karpfen interessant sein könnten. Und das nicht nur für diese Jahreszeit, sondern erstmal grundsätzlich für alle Jahreszeiten. Das Einzige, was wir ausgelassen haben, sind die ganz großen Tiefen, also über 12 oder 15 Meter. Und was wir auch ausgelassen haben, sind die großen Flachbereiche, die wirklich großen Flachbereiche, wo wir dann halt denken, da sind sie eher zur Laichphase drin. Ansonsten haben wir eigentlich alles abgedeckt. Die Kanten auf unterschiedlichen Tiefen, nah am Schilf, weiter weg vom Schilf. Wir haben Bereiche mit einem Haken versehen, wo sich einfach ein Plateau erhebt, weil wir glauben, dass die Fische jetzt einfach überall sein können. Und was wir noch gemacht haben, wir haben uns in viele Ecken des Sees bewegt und dort kleine Futterplätze angelegt, um dann in der Folgezeit nachprüfen zu können, ob das noch da liegt oder ob es gefressen wurde und sich die Fische ganz woanders aufhalten als wir, um denen dann folgen zu können und sie dann gezielt beangeln zu können. Unterwasserkameras haben auf jeden Fall einen harten Job hinter sich heute und wir haben einiges einfach an Spots noch versucht zu finden, weil wir mit der Absicht hier rangegangen sind, die Fische zu suchen und nicht irgendwie stumpf auszusitzen. Also wir haben wirklich viel hier Meter gemacht und Futter verteilt. Das nicht an der Menge in großer Anzahl, einfach nur so, dass es gerade ausreicht, um kontrollieren zu können, ob es noch da liegt oder nicht. Das geht eigentlich relativ zügig dann mit einem GPS-Punkt relativ genau drauf gefüttert und dann fährt man mit der Kamera einmal drüber und dann sieht man entweder das Desaster oder die große Freude. Ja, also ich sehe viele Brassen flach schwimmen, habe ein paar Aufnahmen gemacht, die man dann nachher mal zusammen aufwerten kann, habe noch verteilt. Alles, was ich gelegt hatte, kontrolliert, auf dem Plateau, liegt alles noch. Mhm. Same hier. Fuck my life. Mhm. Also Insel liegt, Spitze liegt. Ja. Ich überlege jetzt, ob ich gerade noch mal eine Runde durch die große Bucht hier drehe, die wir uns noch nie angeguckt haben, weil ich denke, die Kante drüben liegt auch. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo die jetzt sein sollen, ne? Ja, hier ganz im Nordosten bin ich rumgefahren, da ist so viel gebuckelt und sowas alles und viel rumgeplatscht und es kam überall hoch und so, da war auf jeden Fall Bewegung im Wasser, aber ich vermute mal, das ist der Großteil davon einfach gewesen. Wo bist du jetzt? Du fährst jetzt gleich wieder ins Lager erstmal, oder was? Ich denke mal, ja. Ja, was machen wir denn jetzt? Weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin ratlos. Okay, gut. Das will ich gar nicht ausschließen.
dass die Fische gerade irgendwo eine Wohlfühlzone haben und dass einmal im Gewässer ein Bereich ist, der entweder in irgendeiner Himmelsrichtung liegt oder auch in irgendeiner Gewässertiefe. Aber es wird mit Sicherheit genauso irgendwelche Ausreißer geben, die sich auch außerhalb von diesen Wohlfühlzonen aufhalten. Und wir müssen einfach auch da ein bisschen auf unser Glück hoffen und auf uns vertrauen, dass wir, wenn wir dann den Bulk der Fische nicht finden, so einen vermeintlichen Einzelgänger irgendwie abgreifen. Der kommt hoffentlich noch. Wir geben uns wie immer Mühe und werden mit Sicherheit, wenn nichts kommt, hier noch einen Move umsetzen. Wahrscheinlich wird das schon morgen passieren, wenn es die Nacht über ruhig bleibt. Wo genau es hingeht, wissen wir noch nicht. Philipp fährt gerade seine letzte Route und dann werden wir uns erstmal zusammensetzen, einen Tee trinken, besprechen, was wir heute alles befüttert haben, welche Stellen am besten aussahen. Dann werden wir morgen bei Zeiten das alles kontrollieren, wenn hier kein Hub kam und dann entscheiden, wo wir uns hin verziehen. Das kann nicht sein, wirklich. Wieder die Route, die flach lag. Jetzt wird es gleich erstmal wichtig, herauszufinden, wo der überhaupt ist. Hier ist eine Suppe. Ich kann die Wasseroberfläche nicht mehr wesentlich finden. To my eyes in the dark, stare into my eyes forever. Stare into my eyes in the dark, stare into my eyes forever.
Heute ist Moving Day und der Fisch hier zeigt uns die Richtung an, wo wir hin müssen. Richtig geil. Dann holen wir die Ruten ab, holen wir jetzt seine Beine zusammen. Dann versuchen wir meine beiden Distanz zusammenzuholen. Alles andere können wir dann auf dem Weg ranballern oder so ranballern. Dann wird gepackt, dann setzen wir über und bauen mal drüben auf. Hm? Guter Morgen. Der beste Morgen zum Moven. Das gefällt mir. Das ist richtig krass. Ist das geil? Gib mir noch mehr, Alter! Die Frage ist, ob der Steg das hält. Der Fisch, der kam, hat uns am Moven nicht gehindert, ganz im Gegenteil, er hat uns eher darin bestärkt, weil die Position, auf der er gebissen hat, die einzige Position ist, die wir von der Stelle, an der wir jetzt sitzen, auch erreichen können. Und alle anderen Stellen, die wir vorher beangelt haben, können wir von hier aus nicht mehr erreichen, was Freiräume schafft für andere Bereiche, in denen wir die Fische vermuten. Dementsprechend haben wir dann dieses Zeichen einfach genutzt für uns, haben die Plätze auch gar nicht mehr kontrolliert in den anderen Seeteilen, sondern haben uns weiter zurückgezogen nach Nordosten. Dieses Foto rein. Bei dir gibt es nur ein Fernsehen. Das ist das andere. Ich hatte auf der Distanzroute 3 einzelne Pieper die Nacht. Ich bin der Meinung, da sollte man drauf reagieren. Habe mir die Watthose angezogen, bin an unserem Steg hier vorbei gewartet, hinten wieder hochgeklettert. Der Zwinger hing höher als die anderen Zwinger. Für mich heißt das, da war Aktion. Habe mich ins Boot gesetzt, bin halt rüber gefahren. Sternklare Nacht, alles voll Frost.
und hole die Montage hoch. Die Hakenspitze leicht gekrümmt, leicht verzogen. Das Fixiersilikon auf dem Haken war nach hinten gerutscht. Da hat man am Rig deutlich gemerkt, dass da auch dran gearbeitet wurde, aber es hat nicht gegriffen oder konnte nicht greifen, weil die Hakenspitze auch ein bisschen demoliert war. Und das ist immer sehr ärgerlich, weil solche Gewässer geben einem nicht viele Chancen. Wir müssen jetzt geduldig bleiben. Das Wetter hat jetzt noch mal ein bisschen umgeschlagen. Der Luftdruck sinkt jetzt wieder ganz stark die nächsten Tage. Bin noch skeptisch, ob es nicht zu stark ist, aber der Wind hat aufgefrischt. Es wird ein bisschen milder die Nacht, bedeckter Himmel. Also alles ein bisschen mehr Karpi, könnte man meinen. Vielleicht bringt's was. Vielleicht kriegen wir noch mal 1, 2 Aktionen die nächsten beiden Nächte. Wir müssen auf jeden Fall dranbleiben. Wir lassen jetzt erstmal liegen. Die Routen liegen alle gut. Wir bleiben auf jeden Fall dran und geduldig. Ein großes Gewässer mit einem dünnen Fischbestand und einem alten Fischbestand interessiert uns einfach, weil es sich nicht viele Angler einfach geben. Hier kommen immer mal wieder einzelne Leute her, bauen ihre Camps auf, versuchen es mal eine Woche oder so und dann siehst du sie auch nicht wieder. Selbst das ist schon selten. In den meisten Fällen sitzen wir, wenn wir anrücken, die ganze Zeit über alleine. Wir blockieren niemanden und uns blockiert niemand in unseren Absichten. Wenn wir sagen, wir wollen moven auf eine andere Stelle, dann machen wir das einfach und da sitzt dann auch keiner. Man braucht halt unglaublich viel Selbstvertrauen an diesen Gewässern, um an Taktiken festzuhalten, um nicht das Vertrauen in seine Angelei zu verlieren. Das, was wir jetzt hier gerade machen, ist von vornherein kein Angeln, wo man glaubt, man kriegt 4, 5 Aktionen die Nacht. Und dabei kommen dann auch noch richtige Brecher raus und man kommt vor Lachen gar nicht in den Schlaf bei so einer Session. Das ist hier einfach nicht so. Hier geht es nicht primär darum zu drillen und den Bissanzeiger zu hören, sondern hier geht es auch vielmehr um eine innere Arbeit. Wenn man mal ehrlich ist, dann ist es nicht immer schön und es ist nicht immer einfach, sondern es ist auch schwer. Und wenn man nochmal ehrlich ist, dann sind die schweren Situationen im Leben eigentlich die einen weiterbringen. Wenn du hier eine Nacht nach der anderen blank sitzt und eigentlich Vollgas gibst und jeden Abend mit einem sehr, sehr, sehr guten Gefühl auf deinem Bettchair sitzt und weißt, es liegt alles perfekt, heute Nacht kann die Nacht sein und du am nächsten Morgen aber wieder aufwachst ohne jegliche Aktion, dann geht jeden Morgen eigentlich wieder dieses Rattern los. Dieser Ehrgeiz, der ist was man sich erarbeiten muss. Und das ist auch das, da glaube ich jedenfalls dran, was am Ende einen zum Erfolg bringt. Und erfolgreich wollen wir sein, nicht nur als Angler, sondern auch als Menschen. Mit dieser geringen Fischdichte, die hier einfach ist, sind die Abwachsraten, da müssen wir uns nichts vormachen, enorm, was hier abgeht. Also hier schwimmen noch sicherlich einige Geheimnisse drin, die wir unbedingt lüften wollen. Die wollen wir nicht nur nach einem Zufallsprinzip fangen, sondern wir wollen sie gezielt fangen. Und dieser Weg dahin, das zu können, haben wir uns zur Aufgabe gemacht und deswegen beißen wir uns hier auch dran fest und nehmen es auch in Kauf, lange Zeit ohne Fisch zu sitzen. Das macht natürlich auch Spaß, wenn du weißt, es klingelt, dass da auf jeden Fall ein richtig guter Fisch bei rauskommt. Muss man sich nichts vormachen, das ist geil. Hart, aber geil.
Um 6, es war noch dunkel, haben wir dann endlich einen Lauf bekommen. Tristans Route, Uferroute, lag nicht weit weg. Das ist dann so der Start gewesen, wo dann in diese Krone der Niederlage auch noch die Juwelen eingesetzt wurden. Philipp nimmt die Route in die Hand. Ich habe schon den Kescher klar zum. Der Fisch hat sich richtig gut angefühlt. Hat so richtig schön in der Route gemacht. Nasserträger Sack, der sich so ranpumpen lassen hat. Keine wilden Fluchten. Das ist ein guter, habe ich mir gedacht. Das ist ein guter. Und nach vielleicht einer knappen Minute Drill. Weißt du Bescheid? Ausgestiegen. Werden hinter allen Regeln der Kunst richtig vorgeführt von dem See. Nach der vorletzten Nacht, wo der Fisch nicht hing an meiner Route, haben wir die Nacht wieder eine Chance gekriegt. Diesmal auf Tristans Route. Ich durfte drillen. Wir angeln ja Lauf auf Lauf. 1 Minute hatte ich das Vergnügen. Der Fisch ist hier vorne gleich gekommen, an der eigenen Kante, nicht weit. Direkt vom Steg gedrillt. Was heißt gedrillt? Rangepumpt wie einen nassen Sack. Schöne, schwere Kopfschläge. Bup. Ausgestiegen. 50 Meter vom Steg. Passt. Passt zur Gesamtsituation. 12. Nacht in Folge Blank hier. Geiler Herbst, Alter. Ja. Da leidet man dann mit. Und dann ist es auch kein Problem, wenn man seine eigene Route dann vom Angelpartner in die Hand gedrückt bekommt. Wenn das meine Route gewesen wäre, hätte ich die wahrscheinlich irgendwo gegengeschlagen. War Tristans Route, sie ihm in die Hand gedrückt, bin vom Steg runter. Dann auch noch ein bisschen geschüttet. Ich habe dann die Route neu gefahren. Und ja, es hat dann eine Weile gedauert, bis wir dann wieder miteinander gesprochen haben. Wir waren dabei, die Routen neu zu legen. Für die letzte Nacht wollten alles nochmal perfekt machen. Rix gebunden, im Regen den Schmock angezogen, raus, es war egal. Alles sollte perfekt liegen, wir wollten uns Zeit lassen, haben uns das erste Mal zu zweit ins Boot gesetzt und eine Route nach der anderen gemacht. Wir wollten uns den ganzen Tag Zeit lassen. Haben zuerst Tristans Route gemacht auf der linken Seite. Haben wir die zweite Route von mir platziert, auf eine Stelle, die dann halt am nächstbesten aussah. Und dann haben wir mit Philipps Routen erstmal weitergemacht, weil wir für meine dritte Route uns noch irgendwas einfallen lassen mussten. Haben von mir aus rechts angefangen, die erste Route zu machen und dann die Distanzroute. Dann kam der nächste Leberhaken, als wir dann von Philipp eine Route eingeholt haben, wo dann bloß noch das Blei dranhing und ein Stück vom Rig, das wichtigste Element, Haken und Köder, aber gefehlt haben. Keine Ahnung, irgendein Krebs dann durchgeknipst oder so einfach. Das sind dann so Sachen, registriert man gar nicht mehr so richtig. Ist schon so ein gewisser Gewöhnungsfaktor drin, man stumpft dann schon ab. Und dann, wenn du da unten bist, wenn du so richtig angepisst bist und keinen Bock mehr hast und dir denkst, das ist das beschissenste Hobby der Welt, dann passieren die Dinge, die dich ganz schnell wieder zurückholen und den Lächeln ins Gesicht zaubern. Bei meiner letzten Route bin ich kurz hängen geblieben beim Einkurbeln. Also sind wir hingefahren, mit dem Boot über den Hänger gefahren. Dann hat sich der Hänger gelöst. Ich habe die Route hochgekurbelt und da kam so was Weißes, Schimmriges im Wasser hoch. Und das ist ohne, dass der Bissanzeiger gepiept hat, ohne dass man mit der Absicht dahin gefahren ist, einen Fisch abzuholen und ohne, dass es einen Drill gegeben hat, einfach dieser Klodeckel da auf einmal aufgetaucht. Aber als das Ding dann wirklich an der Oberfläche lag, haben wir uns beide einmal ganz kurz angeguckt, große Augen gehabt. Ich habe zu Philipp gesagt, bleib mal ganz ruhig. Der am wenigsten ruhig war ich. Tristan nimmt den Kescher, ich habe die Route genommen, einfach hinter meinen Kopf geführt, ein bisschen rangezogen, Keschermaschen hoch und dann lag das Ding in diesem Kescher. Wir haben uns angeguckt, wir haben gebrüllt vor Freude auf diesem See. Ich glaube, ich lasse die doch da liegen. Na klar, lassen wir die da liegen. Ja, Mann! Du fettes Schwein, Alter! Kein Drill, kein Lauf, kein Nichts. Einfach nur dieser Fisch
aus dem Nichts so knapp gehakt, wie ich noch nie einen Fisch knapp gehakt habe. Wie hängt der denn? Knapp. Ja? Aber wie Sau. Ja. Alter, machen wir ein Foto. Boah! Geil! Wir sind durch die Hölle gegangen, Leute. Durch die Hölle. Aber alles ist vergessen. Alles ist vergessen. Bei so einem Fisch. Wie geil ist das denn? Bam. Bam, bam, bam. Geil, Mann. Es würde übertrieben und irgendwie surreal wirken, wenn man erzählt, wie wir ausgerastet sind und so. Sind wir auch. Und das hat sich auch genau so angefühlt in dem Moment. Aber am Ende denkt man sich halt, ja gut, die beiden haben halt einen Fisch gefangen. Und die haben halt ewig lange irgendwie da rumgedoktort, bis sie mal einen Fisch fangen. Und dann hat der auch noch auf so komische Art und Weise gebissen. Gut, wenn man halt angeln geht, dann muss man halt damit rechnen, dass man auch einen Fisch fängt. So. Und rein von der Wahrscheinlichkeit her ist es halt irgendwann auch mal logisch, dass mal einer anbeißt. Bloß das spielt halt alles keine Rolle. Diese ganzen rationalen Erklärungen, die spielen alle keine Rolle. Sondern in dem Moment ist man einfach nur losgelöst. Und es läuft wochenlang, tagelang, nichts, alles falsch. Und mit einmal wird dir so ein Ding auf dem Silbertablett serviert. Du musst nichts machen. Und du hast einfach mal einen Mega-Fisch in den Maschen und drehst durch. Du drehst einfach nur durch. Und das haben wir auch rauskommen lassen. Und so hat der Fisch auch die Würdigung bekommen, die er verdient hat. Du brauchst halt dieses Quäntchen Glück am Ende. Du brauchst dieses Quäntchen Glück. Und Tristan hat von Anfang an gesagt, hier kommt was Besonderes noch in diesen 2 Wochen. Warte mal ab, ich habe ein krasses Gefühl. Und das ist er.